Am 14. Juli 2021 ereignete sich die Hochwasserkatastrophe in Deutschland. Diese traf vor allem das Ahrtal sehr besonders. Das Ahrtal ist eine Region südwestlich von Köln. Und bei dieser Hochwasserkatastrophe haben über 180 Menschen ihr Leben verloren und etliche weitere ihr Hab und Gut und ihr Zuhause. Ich bin Arne Piepke, ich bin Dokumentarfotograf und Teil des Docs-Kollektivs. Als Dokumentarfotografinnen haben wir erstmal aus Impuls agiert, irgendwas zu tun in der Katastrophe, was direkt vor der Tür passiert ist. Und deswegen sind wir direkt dahin gefahren. Aber mit der Zeit mussten wir so auf jeden Fall so unsere Rolle bewusst werden. Was machen wir da? Was wollen wir da? Und es war uns klar, dass wir keine so akute Berichterstattung machen wollen, wie eigentlich auch sehr viele außer uns gemacht haben. Wir wollten länger bleiben, wir wollten das Region begleiten und die Menschen länger kennenlernen. Das war uns auch direkt klar, dass es nicht in 10 Tagen wieder ganz normal wird. Also das wird wirklich vielleicht Jahrzehnte dauern, bis das Region sich erholt. Ich bin Alona Kadisch, ich bin Dokumentarfotografin und Mitglied des Docs-Kollektivs. Ich glaube, oder wir alle sind fest davon überzeugt, dass Fotografie eben sehr, sehr wichtig ist und dass es sehr, sehr wichtig ist, so ein dramatisches Ereignis auch zu dokumentieren. Und wir haben uns sehr viel auch darüber unterhalten abends und diskutiert, dürfen wir hier überhaupt fotografieren oder müssen wir nicht helfen? Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, wir machen das, was wir eben am besten können. Wir sind keine ausgebildeten Helfer, Helferinnen, wir sind FotografInnen und das ist unsere Aufgabe hier. Ich bin Maximilian Mann, Dokumentarfotograf und Mitglied des Docs-Kollektivs. Was wir zum Ahrtal recherchiert hatten und gehört hatten, auch so erste Gerüchte, die da aufkamen, so komplette Häuser weg, Menschen, scheinbar viele gestorben, da wussten wir, okay, wir müssen dahin fahren, das dokumentieren, weil sowas kennen wir alle aus Deutschland nicht. Dann sind wir mit dem Auto losgefahren und ja, als wir da ankamen, also schon auf der Bundesstraße, die ins Ahrtal führt, also einer der wenigen, die noch überhaupt passierbar war, die anderen waren komplett dicht durch Einsatzfahrzeuge, ist uns da schon extremes Chaos begegnet und eine große Emotionalität unter den Anwohnern. Das war auf jeden Fall einer meiner intensivsten Tage als Dokumentarfotograf dort. Ich bin Fabian Ritter, Dokumentarfotograf und einer von 5 bei Docs Collective. Wir haben das Docs Collective 2018 gegründet. Wir sind 5 DokumentarfotografInnen und haben uns während unseres Fotografiestudiums an der FH Dortmund kennengelernt. Wir haben schon während unserer Studienzeit gemerkt, dass wir die gleiche Haltung teilen und den gleichen Anspruch an unsere Langzeitprojekte, dass wir als Teil von unserer Autorenschaft uns tief mit den Themen und mit den Menschen auseinandersetzen und sie über einen langen Zeitraum begleiten. Ich heiße Ingmar Björn Nolting, bin Dokumentarfotograf und Teil des Docs Kollektivs. Als ich dann zum ersten Mal an so einer Abbruchkante stand, zerstörte Häuser gesehen habe oder wirklich nur noch halbe Häuser, da war mir klar, es ist wirklich etwas enorm Großes, Schreckliches hier passiert. Und ich glaube, das werde ich eigentlich nie vergessen, wie man das zum ersten Mal realisiert hat. Das ganze Ausmaß war da auch noch nicht wirklich klar, aber dieser punktuelle Eindruck, man steht vor den Trümmern von einer Existenz von einer Person, war schon wirklich sehr eindringlich. Und ab da war auch irgendwie klar, dass man einen Drang verspürt hat, hier irgendwie was zu machen und dass es auch richtig ist, das zu dokumentieren und dass andere Menschen das auch sehen müssen. Für uns war es auch wichtig, natürlich in den entscheidenden Momenten auch teilweise einfach mal kurz zu helfen. Das ist auch ganz klar, ja, wenn es hier eine akute Notsituation gibt, niemand anderes helfen kann oder ich gerade irgendwie gefragt bin, helfe ich da natürlich auch. Ne? Wir sind alle nur Menschen und hauptsächlich Menschen und dann sind wir irgendwie Dokumentarfotografen. Uns war es sehr wichtig, einfach offen und ehrlich mit den Leuten umzugehen vor Ort,
dass wir sagen, wenn es für dich gerade passt oder wenn es für sie gerade passt, würde ich mich total freuen, wenn es möglich wäre. Und wenn wir morgen kommen sollen, dann ist das auch voll okay. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass man ein Gespür dafür hat, wann passt es gerade für die Menschen vor Ort und wann nicht. Ja. Wir konnten dadurch, dass wir 5 Fotografinnen sind, gerade in den ersten Tagen, die sehr turbulent und chaotisch waren, an vielen Orten im Ahrtal die Situation gleichzeitig dokumentieren. Unser Anspruch war es, Fotos zu machen, Bilder zu machen, die die Geschichten der Menschen erzählen, die Situationen erzählen, aber darüber hinaus auch eine symbolische Wirkung haben. Bilder, die einen emotional berühren und das, was dort passiert ist, in ganz wenigen Bildern, die sehr ausdrucksstark sind, verdichten. Wir haben auch so mit den Leuten mitgeweint und mitgefiebert. Und wenn du einfach die Schicksale hörst von den Menschen und was denn da passiert ist, dass die einfach alles verloren haben oder die Geliebten verloren haben, ja, das bleibt natürlich. Und ja, darum haben wir das gemacht. Diese Arbeit war für uns die erste, die wir wirklich als Kollektiv fotografiert haben, zu 5, und in der wir auch auf die einzelnen Autorenschaften verzichten und wirklich nur unter dem Namen Docs veröffentlichen. Deshalb war es für uns auch relativ schnell klar, dass wir dieses Kollektivprojekt hier in Aal zeigen. Und in ein paar Tagen jährt sich auch diese Flutkatastrophe zum 2. Mal schon. Und es ist eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, das hier in Europa, in Frankreich zeigen zu können. Und man zurückblicken kann auf diese letzten 2 Jahre. Und es ja auch ein Ziel ist, man darf sowas nicht vergessen. Wir haben ja versucht, eine Chronik von diesem Jahr zu fotografieren. Und deshalb bietet sich dieser Juli wirklich als Zeitpunkt sehr gut an. Ein eindrückliches Bild finde ich das Bild in dem Kleidergeschäft und wo man, finde ich, sehr gut sieht, wie hoch dann auch die Flut war. Und man sieht einfach sehr, sehr gut an dem Bild diese Ausnahmesituation. So ein Kleidergeschäft sieht man normal so nie. Und passt auch ganz gut in so einen Ausstellungskontext, finde ich, weil das auch nochmal so ein Raum ist, so ein zusätzlicher Raum in einem Raum. Und das finde ich visuell einfach auch ganz spannend. Also wir beim Docs Collective glauben daran, dass es eigentlich fast keine idealere Form geben kann, als eine Ausstellung, um Fotografie, eine fotografische Serie zu konsumieren. Das ist was ganz Intensives, das zieht einen dann in den Bann. Für uns ist es jetzt einfach auch super schön, das jetzt wirklich in bestmöglichsten Stufe präsentieren zu können hier in der Ausstellung dieses Jahr. Ich glaube, das ist sehr wichtig, besonders bei so einem Projekt, die Bilder in so eine Form zu bringen, die diese Bilder verdienen. Und ich denke, mit der Kooperation mit White Wall ist es sehr, sehr gut gelungen. Und wir haben manche Bilder zum ersten Mal so gesehen, wie sie eigentlich sehen wollten und geplant haben. Für uns ist es total wertvoll, mit White Wall einen Kooperationspartner gefunden zu haben, der uns nicht nur in der hochwertigen Produktion der Ausstellung unterstützt, sondern unsere Arbeit auch inhaltlich mitträgt.